Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem brandneuen Set. Wir haben hier die Nummer 75936 aus der Linie Jurassic World und zwar T-Rex Rampage. Es handelt sich dabei eigentlich nicht um ein Jurassic World Set, sondern Jurassic Park. Warum und wieso das dann unter dem Label Jurassic World herauskommt, weiß ich nicht. Im Titel steht wohl drin Jurassic Park T-Rex Rampage. Seit dem 19. Juni als VIP-Frühverkauf erhältlich. Offizieller Verkaufsstart für alle Nachahn ist der 1. Juli. Wobei für alle, denke ich, nicht heißen wird, dass es das überall in jedem Geschäft zum Kaufen gibt. Ich denke, dass es doch eher Lego Shop Exklusivset bleiben wird. Vielleicht später raus, dass es im Kaufhof oder Toys R Us, was ja jetzt Smith Toys heißt, erhältlich sein wird. Werden wir sehen. 250 Euro, 3120 Teile mit 6 Minifiguren. Wir bekommen von links nach rechts Ian Malcolm, Ray Arnold, John Hammond, Ellie Sattler, Alan Grant sowie Dennis Neary. Witziges Detail, ihr kennt alle die von beiden Seiten bedruckten Köpfe bei den Lego Minifiguren. Wenn wir uns dann jetzt einmal den Kopf von Dennis Neary anschauen, Moment. Dann sehen wir jetzt, dass das ein anderes Gesicht ist. Er hat was am Gesicht drinnen. Und zwar ist das ein Hinweis auf die Szene, wo der Dilophosaurus ihm ins Gesicht spuckt. Wo er gerade die DNA von die Dinosaurier geklaut hat, um sie zu verkaufen. Das ist ein nettes Detail, finde ich ganz witzig. Dieser Minifigurenständer bietet genau den Platz für diese 6 Minifiguren. Wir haben vorne eine kleine Dinosaurierfigur noch dabei, ein paar grüne Elemente und im Hintergrund das Typenschild, hätte ich jetzt fast gesagt, mit den Daten zum T-Rex. Das ist alles ganz nett, schaut in dem Fall wirklich aus wie ein von Star Wars bekanntes UCS-Set. UCS, für diejenigen, die es nicht wissen, Ultimate Collectors Series. Der T-Rex ist der größte bisher von Lego erhältliche Dinosaurier, egal ob man jetzt baubare oder wie in den anderen Jurassic Park World Sets diese, ich sage jetzt einmal, großen Figuren, wo nur Arme, Beine, Kopf und Schwanz zum Reinstecken sind. Also dieser hier ist um einiges größer. Man sieht das schon im Verhältnis zu den Minifiguren, aber auch ich vorher, wo ich Bilder gesehen habe und so, habe mir nicht wirklich vorstellen können, wie groß das Teil tatsächlich ist. Erst als ich ihn jetzt selber zusammengebaut habe und das fing schon beim Rumpf an und dann baust du den ersten Fuß zusammen und dann denkst du, boah, ist das Ding gewaltig. Und dann ist er endgültig fertig und hat dann insgesamt eine Höhe von 22 Zentimetern, ist 69 cm lang und 17 cm breit. Wir haben da ganz nette Details, und zwar, was man sich eigentlich erwartet, ist, dass man den Schwanz, Arme, Beine, den Kopf bewegen kann, dass man das Maul auf und zu machen kann. Das ist alles der Fall. Im Maul drinnen, weiß nicht, ob man das sehen kann, haben wir eine Zunge. Ganz nettes Detail. Was ich jetzt nicht so auf die Schnelle zeigen kann, ist im Innenraum, hätte ich jetzt fast gesagt, also im Körper selber, wird so ein kleiner Frosch platziert. Das ist auch wieder so ein kleiner Gag, der eigentlich auf den Film Jurassic Park hinweist, weil die haben es ja geschafft, John Hammond hat es geschafft, die Dinosaurier zu züchten, indem sie die DNA, die sie aus dem Bernstein gewonnen haben, mit der DNA eines Frosches kombiniert haben. Und dieser Frosch im Innenraum ist ein kleiner Hinweis darauf. Das ist ein ganz netter Gag,
Finde ich echt gut. So, schauen wir uns dann einmal das Tor genauer an. Dafür werde ich ja mal die Minifiguren und den T-Rex auf die Seite stellen. Nur noch mal zum Zeigen, hier den Schwanz, wie schön man den bewegen kann. Ganz witzig. Auch die Füße natürlich. Das passt. So. Da haben wir jetzt also dieses Tor, das Eingangstor zum Jurassic Park. Das Tor ist 42 cm hoch, 48 cm breit und 14 cm in der Tiefe. Auch ein ziemlicher Brummer. Schaut, ich habe mir den Film die Tage noch mal angeschaut, weil ich habe durch das jetzt so richtig Bock drauf bekommen, den Film noch einmal anzuschauen. Es schaut wirklich gelungen aus. Also die Szene, wo sie mit die Jeeps dann in den Park reinfahren und man sieht das Tor, es schaut wirklich, wirklich ziemlich gut aus im Vergleich zum Film. Also das haben sie gut getroffen. Von vorne sehen wir jetzt nur das Tor. Jetzt drehen wir es einmal um. Da haben wir 6 Räume, die auf einzelne Szenen des Films hindeuten. Links unten in der Ecke haben wir also einen kleinen Bunker. Der soll für Ian Malcolm sein. Da ist ein Feuerlöscher drin, eine Taschenlampe und ein Bett und so weiter und so fort. Da oben drüber, das soll John Hammonds Speisesaal sein. Mit Eiscreme und so weiter. Weil er muss ja, das ist im Film auch wieder eine Szene, die Eiscreme wegessen, weil sie ja keinen Strom haben. Und es ist ja zu schade, sie wegzuschmeißen. Über dem Speisezimmer haben wir dann die Matschrutsche, was auf die Szene hinweist, wieder wo Dennis Nedry vor dem Dilophosaurus versucht zu flüchten. Und auch die kleine Dose, die man da auch im Bild sieht, das blau-rote, was man da erkennen kann, verliert und dann vom Matsch begraben wird. Da muss man allerdings ein bisschen Fantasie mitbringen, um diese Szene daraus zu erkennen. Dann haben wir auf der rechten Seite, fangen wir diesmal von oben an, eine Badezimmerkulisse, eine Toilette halt. Das ist, wenn wir uns erinnern, ich glaube, das war das erste Opfer, wo der T-Rex die Hütte drumherum zerstört und dann sich denjenigen, der auf dem Klo sitzt, genehmigt. Darunter haben wir den Kontrollraum von Ray Arnold mit 3 Computern am Stuhl und ganz unten als letztes den Wartungsbunker oder die Wartungsbunker-Szene, wo Ellie Sattler doch schon relativ zum Ende des Films hin den Strom wieder aktiviert. Und ganz oben über dem Tor haben wir ein kleines Dinosauriernest mit 2 aufgeplatzten Eiern. Alles ganz nett. Was wir da oben auch haben, ist ein Drehrad. Womit wir das Tor auf und zu machen können. Einfacher Mechanismus, direkt übersetzt, tut aber seine Sache gut, funktioniert einwandfrei. Ja, jetzt haben wir alle Einzelheiten durch. Das Set kommt in 15 Tüten, also circa 200 Teile pro Tüte und 2 Anleitungen. In Anleitung 1 wird der T-Rex zusammengebaut. Wir haben vorne noch ein paar Informationsseiten zu den Minifiguren mit der Erklärung von einzelnen Szenen und die Figuren. Über das Designteam, die das Set gestaltet haben. Und nachher startet der Bauprozess. Der T-Rex von den 15 Beuteln hat 7. 2 für den Rumpf, 2 für die Füße, einen für den Schwanz.
Eigentlich 2 für den Schwanz, weil das Teil gehört ja auch zum Schwanz. Und die letzte nachher für den Kopf. Haben wir da 210 Seiten. Und die zweite Anleitung geht dann natürlich über das Tor. Da sind keine Informationen mehr vorne drinnen. 4, 8 Beutel. Beim letzten Beutel wird dann auch der Minifigurenständer zusammengebaut. Und wir haben da mit der endgültigen Teileliste, die 2, 4, 6 Seiten umfasst, 242 Seiten für den Bauprozess. Und da ist der leere Sticker-Cheat. Die einzigsten Aufkleber, die wir bei diesem Set haben, ist vorne am Tor das Jurassic Park Logo, was 1, 2, 3 Aufkleber nimmt. Der große Aufkleber ist die Infotafel über den T-Rex und die 3 kleinen sind die Computerbildschirme aus dem Kontrollraum. So, da haben wir noch einmal das komplette Set im Überblick. Ich denke, ich habe alle wichtigen Punkte besprochen. Zum letzten: Es hat da ziemliche Debatten drüber gegeben, über dieses Set, was ich so im Internet mitbekommen habe. Viele waren enttäuscht, wobei ich glaube, dass die Enttäuschung einmal in erster Linie damit zusammenhängt, dass viele sich erhofft haben, dass dieses angekündigte, exklusive, große Jurassic World Set das Empfangszentrum, also das Besucherzentrum beinhaltet. Viele haben dann gehofft, weil die ersten Infos aufgetaucht wurden, anhand der Minifiguren, die dabei sein sollen, dass doch die Szenen, wo alle diese 6 Minifiguren zusammenkommen, nur im Besucherzentrum stattfinden könnten und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, als dann das erste Bild von diesem Set aufgetaucht war ich im ersten Moment auch ein bisschen geschockt, weil auf den ersten Blick habe ich mir auch gedacht, was ist das? Dann habe ich gelesen, 3120 Teile. Dann habe ich mir gedacht, wow, schaut im ersten Moment gar nicht so aus. Weil man aufgrund der ersten Fotos gar nicht erkennen konnte, wie groß das Teil eigentlich wirklich ist. Dann habe ich mich näher damit beschäftigt. Dann habe ich es dann endlich da zu Hause bei mir gehabt, zusammengebaut und ich bin mittlerweile begeistert. Ich finde das jetzt super. Es passt einfach. Besser das, als wie vielleicht irgendwie ein halb ausgegorenes Besucherzentrum, was dann wahrscheinlich auch wieder manche nicht gepasst hätte. Und viele sagen dann wiederum auf der anderen Seite, 250 € ist zu teuer. Leute, überlegt einmal, ihr bekommt über 3000 Teile. Das heißt, wir haben einen Teilepreis von ca. 8 Cent für ein, ich sag jetzt einmal UCS-Set. Ganz ehrlich, wie oft kriegen wir das? Bei Star Wars oder so haben wir auch ein Lizenzprodukt. Das dürft ihr auch alle nicht vergessen. Wir reden hier von einem Lizenzprodukt. Nicht irgendein Ninjago-Set oder sonst was Lego selber herausgebracht hat, wo die Lizenz nur bei Lego selber liegt. Wir haben ja ein Lizenzprodukt, was vom Jurassic World Lizenznehmer, die müssen dafür bezahlen. Und wir bekommen über 3000 Teile für 250 €. Wie gesagt, bei Star Wars haben wir, weiß ich nicht, 1400, 1500 Teile oft für 200 €. Also ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Vor allen Dingen, wir bekommen mal super Minifiguren, exklusive Minifiguren. Wir haben mal einen Haufen große Teile fürs Tor, werden einen Haufen von diesen 6x16 Paneelen verwendet und so weiter. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Wo man drüber streiten kann, ist das Thema mit die Aufkleber. Das hätte man wirklich, also die 3, 4, 5 Teile hätten sie vielleicht wirklich bedrucken sollen. Aber ist das jetzt wirklich dramatisch, tragisch? Ich finde nicht. Also von mir gibt es da ganz klare Empfehlung für dieses Set. Wer sich die 250 € leisten kann und ein Jurassic Park oder World Fan ist, der sollte sich dieses Set kaufen. Zum Hinstellen schaut es einfach Bombe aus. Und spielen kann man auch damit. So, jetzt bin ich aber fertig. Bis zum nächsten Mal. Falls es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Pfiat euch.